Und was hältst du von dem Ding hier so im Moment? Ganz schön viel Verwüstung. Voll, oder? Ja, sieht eher aus wie eine Müllhalde. Vandalismus wurde hier groß geschrieben. Was ist das denn? Soll das ein Abkühlungsbad sein, oder? Schaut euch das mal an. Das erinnert mich ja gleich wieder an das Stasi-Krankenhaus. Da hinten weht der Vorhang, das soll jetzt aussehen, als wenn da einer wäre. Herrlich. Ja, ja, habe ich gesehen, waren Doppelbetten, ja. Ja, vielleicht konnte dann Mann und Frau oder also Ehepartner oder Geliebte. Warst du drauf? So, hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind im ehemaligen Siemens Erholungsheim, was natürlich schon sehr runtergekommen ist. Hier hat es auch gebrannt. Die Decke verabschiedet sich auch allmählich. Aber hier würden wir mal durchlaufen, mal gucken, ob man noch was sieht. Das Objekt wurde 2005 schlagartig geschlossen. Man weiß nicht genau warum. Das war das Erholungsheim für die Siemens-Mitarbeiter, was jetzt seit 21 Jahren leer steht. Und wie man sieht, dem Vandalismus ausgesetzt ist. Hier oben drauf liegt sogar noch der Fernseher. Da hinten draußen, ich hoffe, das sieht man dann später, liegt auch ein Fernseher. Da hinten, muss ich gucken. Da liegt noch der Feuerlöscher, den sie rausgefeuert haben. War ich den Weg? Soll ich wieder auf Seite gehen? Eigentlich schon wieder. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort hier, wo das Gebäude steht. Hier ist alles schön grün und im Wald. Ich habe Bilder gesehen, ja, wo es wohl noch ein bisschen eingerichtet sein sollte. Hier haben sie sogar einen Heizkörper rausgefeuert, wo es angeblich noch ein bisschen eingerichtet war. Ja, ob das immer noch der Fall ist, ob noch Sachen da sind, ob man noch irgendwas sieht, ich glaube nicht. Wir gucken einfach mal durch. Schauen mal, ob es vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Ort gibt. Den man hier drin sieht. Hier haben wir noch ein Trainingsgerät stehen.
Schöner, langer, dunkler Gang. Da die Treppe nach oben. Aber ich glaube, ich habe nämlich gerade was gehört. Mal gucken, wo meine Frau ist, dass die nicht allein ist. Wir müssen dann mal ein bisschen zusammenbleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da gerade was gehört habe. Nur, dass du, hast du dein Griffbereit irgendwo? So, sind wir bei den langen Gang. So, hier haben wir noch ein bisschen zusammengegammelte Schränke. Ein paar Unterlagen am Boden. Können wir mal kurz eine anschauen. Was haben wir denn hier? Programme der Programmwalze. Folgende Programme sind auf der Walze vorgesehen. Programmwalze, was ist das? Ist das ein Wäscheding oder was? Tatsächlich. Licht ein bisschen anders machen. So. Mir wurde einem noch erklärt, wie man wäscht. Herrlich. Das ist natürlich auch geil. Ja, wieder schön die Spraydosen. Dürfen ja nicht fehlen an so einem Ort. Das sind doch lauter alte Batterien, oder? Das sind alles alte Akkus. So wie das aussieht. Was haben wir hier für ein... Oh, so eine kleine Werkstatt. Hier auch nichts mehr drin. Hier drin gibt es noch einen Raum. Ja. Hätte mich ja jetzt gewundert, wenn hier noch was drin gewesen wäre. Da hängt das scheiß Bändel wieder runter. Und der wieder tak, tak, tak macht. Aber also warum das geschlossen wurde, haben wir tatsächlich nicht rausgefunden. Es findet sich aber auch kein Investor mehr für das Gebäude. Das will keiner haben. Wundert mich auch nicht, so wie das aussieht. Das ist ja wirklich von oben bis unten komplett zerstört. War hier mal das Wäschelager. Das sieht ganz so aus, ne? Hier liegen sogar noch die Hygienebeutel. Hier wurde vielleicht die Bettwäsche und die Handtücher. Da haben wir noch die Handtücher liegen. Wurde die Bettwäsche und die Handtücher gelagert. Ein Heizkörper von der Wand gerissen. Ja, aber wie gesagt, es findet sich auf jeden Fall kein Investor mehr für das Gebäude. Anscheinend überlässt man es jetzt einfach dem Verfall, was auch immer sehr, ja, doof ist eigentlich, vor allem in so einer schönen Gegend hier, dann so ein Gebäude stehen hat, was einfach vor sich hin rottet. Hier hat man einen Notausstieg. Ja, das rottet hier im Wald vor sich hin. Ist dem Vandalismus ausgesetzt. Hier ist ein Heizungsraum. Ja, und hier sind wir wieder am Eingang. Da sind wir hereingekommen. Dann sind wir jetzt einmal das nach da hinten durchgelaufen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in die andere Richtung. Ja, hier haben sie ein schönes Feuer gemacht im Fahrstuhl. Mann, Mann, Mann. Ja, wir gucken erstmal unten noch weiter. Da haben wir ja noch
nochmal so einen langen Gang. Das ist ja ein Riesenkomplex. Und das war mit Sicherheit mal richtig schön, als es eben noch genutzt wurde. Noch ein alter Fernseher. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht doch noch das ein oder andere Relikt entdecken. Oh, oh, oh. Wir gucken mal kurz hier hinter. Hier hätten wir nämlich auch noch eine Treppe nach oben. Was haben wir denn hier? Eine schöne Liege. Die ist auf jeden Fall auch schon älter. Ja, da kann man wieder raus. Was haben wir hier noch? Aber wir gucken mal weiter. Muss jetzt bloß mal kurz zu meiner... Was gehört? Geräusche? Geräusche? Ich glaube, das war nicht von uns. Oder Aber ich habe vorhin auch schon was gehört. Also es könnte schon sein. Ich würde mal kurz in den Keller darunter lupen. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir hier nicht allein sind. Betriebsanweisung. Da ist ein Schacht. Geiler Scheiß. Das ist bloß ein leerer Raum. Oh, hier gibt es noch mehr. Bist du da oben? Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Ich brauche einfach nur leer. Schauen, was haben wir hier? Noch diese ganzen alten Holzregale. Wahnsinn. Oh gut, der Keller scheint recht unspektakulär zu sein. Was macht denn die für ein Krach hier? Komm gleich, hier ist noch. Ich würde hier nochmal um die Ecke gucken. Auch nochmal so ein Regal drin. Eine fette Holztür mit Guckluke. Ja, das wird nur das Kühllager gewesen sein hier unten. Aber gut, hier unten gibt es jetzt tatsächlich nicht so viel zu sehen. Dann gehen wir mal wieder hoch. Laufen den Flur wieder zurück. Und nehmen dann den anderen Gang. Gucken, was haben wir hier noch Schönes. Und noch so alte Schreibtische. Das ist wirklich ein Riesenhaus. Und was hältst du von dem Ding hier so im Moment? Ganz schön viel Verwüstung. Voll, oder? Ja, sieht eher aus wie eine Müllhalde. Überall Sperrmüll und Ja, alles zerkloppt, ne? alles Hast du zerkloppt. vorhin gesehen mit dem Fernseher hinten auf dem Dach? Auf der Terrasse da, auf dem Dach oben liegt der Fernseher. Da lag sogar ein Heizkörper noch oben drauf und so. Matratze, also Ja. das, was davon. Alles drauf gefeuert. Also wirklich, Vandalismus wurde hier groß geschrieben. Oh, hier haben wir eine schöne Treppe runter. Die nutzen wir natürlich auch. Weil wir mal wissen, Keller.
sind immer toll. In die Keller muss man immer gucken. In den Kellern ist manchmal noch richtig schön was zu finden. So, was haben wir hier noch so rumstehen? Ein bisschen angebrannte Schränke. Nix Interessantes. Entschuldigung. Oh, ich habe auch schon was Interessantes entdeckt. Da gehen wir gleich hin. Da sind wir ja quasi auf dem Weg. Hier haben wir noch Duschen. Was haben wir hier um die Ecke? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Soll das ein Abkühlungsbad sein, oder? Seltsam. Ja, naja. Das mit dem leise sein hatten wir ja schon mal. Jetzt irgendwie nicht immer so gut. Hier liegt tatsächlich wirklich, schaut, hier, der ganze Boden. Hier ist alles voll mit lauter Müll. Das gute Klo. Hier haben wir den schönen Indoor-Pool. Sag hallo. Hi. Das Hi hört man nicht. Musste lauter sein. Musste schreien. Schön. Mit einer riesen Fensterfront. Aber natürlich alles zerschossen. Den ganzen Müll reingefeuert. Weiß nicht, was war hier. Duschen waren hier drin. Da sind noch so sieht man noch die Löcher von den Armaturen. Hier kann man noch mal rausgucken. Hier hat sogar noch die Dinger gehabt. Schaut euch mal dieses Teil an. Wie gesagt, leider alles zerkloppt. Aber gehen jetzt da mal weiter. Gehen runter in den Keller gucken. Und schauen wir, was da noch so abgeht. Dann hole ich euch da wieder dazu. Dann gehen wir mal schnell runter. Gucken mal. Wobei ich glaube, dass hier wahrscheinlich eher die Technik stand. Und noch eine alte Waage. Wobei ich eher glaube, dass hier die Technik dann vom Pool war. Ja, und Heizraum. Das Übliche. Ein leerer Raum. Ich glaube, da hinten kommen wir zur Filteranlage vom Pool. Wobei das natürlich auch hier schon dazugehören kann. Betriebstagebuch. Weiß nicht, ob das hier schon vom Pool ist. Freibad, Hallenbad, ja. Also das hier, dieser Raum samt den Tanks. Was haben wir hier stehen? Filter, entleeren, geschlossen,
rückspülen, zirkulieren. Ja, also das hier, der Raum gehört schon dazu. Der Raum ist schon für die Pool oder für das Badding. Ja. Ja, hier kann man dann quasi, kriegen noch die Fliesen hier unten. Hier kann man quasi drum rumlaufen. Da war ich gerade drin und hier konnte man oben lang laufen. Alles voll mit Stühlen da hinten. Ja gut, da gehen wir jetzt nicht weiter, das lohnt sich nicht. Wir gehen wieder hoch. Noch ein Stockwerk hoch, also den ersten Stock. Und da hole ich euch dort wieder mit dazu. Und dann schauen wir mal, ob es da noch was Interessantes gibt. So, jetzt sind wir ein Stockwerk hoch. Das ist aber tatsächlich noch das falsche Gebäude. Es sind ja zwei Gebäude. Wir sind jetzt hier bei dem Schwimmbad noch drin. Ich schaue mal, ob ich hier rauskomme. Das da, nee, ich glaube, hinter dem Gebäude steht nämlich noch das andere. Dort gehen wir danach auf jeden Fall auch noch gucken. Jetzt schauen wir halt erstmal hier. Gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Auf jeden Fall noch das alte Federbett. Das alte Federbett steht noch da. Dusche, WC. Kleiderschrank haben sie auch noch drin. Aber was vielleicht sein kann, vielleicht war das hier Mitarbeiter. Vielleicht waren das Mitarbeiterräume. Also Mitarbeiterwohnungen von denen, die hier in diesem Erholungsheim gearbeitet haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht einige hier schon genächtigt haben. Also klar, die hier arbeiten halt. Das könnte ich mir vorstellen, weil das andere Haus drüben ist nämlich, das sieht aus wie so ein Hotel. Das hat man ja, glaube ich, von der Aufnahme ganz gut gesehen. Und sind wir hier gelandet? Hier ist wieder ein Keller. Oh, hier sind wir in einer Küche. Mit Speiseaufzug, Schiebetür. Aber wir werden nicht wenn wir nicht in den Keller gehen. Schön runter ins Dunkle. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier waren wir doch schon mal. Ich habe ein Déjà-vu. Tatsächlicherweise waren wir hier wirklich vorhin. Das ist nur, ja. Hier sind wir vorne runtergegangen in den Keller. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Schade. Schade. Aber das andere Gebäude hat mit Sicherheit auch noch einen Keller. Da können wir dann auch doch noch gucken gehen. So. Einmal die Küche. Speisesaal. Auch wieder überall mit den Betriebsanweisungen. Aber natürlich alles leer. Klar, ich meine, seit 2005 leer, dass es hier nichts mehr gibt. Wie gesagt, ich habe auch Bilder gesehen, wo angeblich noch irgendwas drin stand. Ich weiß aber nicht, wie alt die Bilder sind. Wahrscheinlich auch schon älter. Aber wir gucken mal, wir sind ja noch nicht am Ende. Hier gab es jetzt, glaube ich, noch ein Stockwerk. Ja, hier gab es noch ein Stockwerk hoch. Ah, hier sind wir gelandet, okay. Da sind wir wieder am Eingang.
Da unten sind wir reingekommen. Da unten sind wir reingekommen. Die haben die alles runtergefeuert, die Idioten. Auch hier die Außenterrasse. Alter. Alter. Ey. Schau mal hier, Polizeiabsperrung. Schaut euch das mal an. Das erinnert mich ja gleich wieder an das Stasi-Krankenhaus. Im Stasi-Krankenhaus hat es genauso beschissen ausgesehen. So, das ist jetzt nämlich aber das andere Haus. Das ist das, was aussieht wie ein Hotel. Aber hier haben wir noch ein Stockwerk. Das gehen wir auf jeden Fall noch hoch, bevor wir uns dem anderen Gebäude widmen, was dann auch noch so lange Gänge hat nach da hinten. Da hinten weht der Vorhang, das soll jetzt aussehen, als wenn da einer wäre. Herrlich. Herrlich. Ich liebe es. Nein. So, dann gehen wir eins hoch. Gucken mal, was es da noch so gibt. Hier noch den ganzen, alles mit Teppich. Wisst ihr, wie das aussieht? Sieht aus, wie als wenn das hier der Partyraum gewesen wäre. Mit der Theke. Sieht aus, als wenn das ein Partyraum gewesen wäre. So, wir gucken mal weiter. Es gibt ja noch eine Treppe nach oben. Weiß nicht, was da oben noch sein soll, weil es sieht eigentlich nicht so aus, als wenn hier noch ein Raum drüber wäre. Und dann, ja, komm, es sind sogar noch 2 Treppen. Ja, nach Haufenstufen sind wir doch wieder in dem Haus, wo ich gar nicht hin wollte. Da müssen wir dann nochmal zurückgehen. Wir sind gar nicht da. Oh, das sieht interessant aus. Das ist gar nicht, hier wollte ich noch nicht hin. Hier wollte ich noch nicht hin. Wir gehen nochmal eins runter. Treppe gefunden. Genau, hier gibt es nämlich nur noch ein Stockwerk. Theoretisch. Hier kann man nämlich dann schon raus zu dem strahlend blauen Himmel gucken. Und ich glaube wirklich, dass das einfach nur Mitarbeiterwohnungen waren. Das werden die Wohnungen der Mitarbeiter gewesen sein, die hier gearbeitet haben. Und das Ding, wo wir gerade drin waren, mit den Treppen nach oben, ist nämlich das eigentliche Erholungsheim. Wohnzimmer, Esszimmer mit Duschreiche. Auch hier wieder alles zerkloppt. Ja. Gibt weniger zu sehen, wie ich gehofft habe. Noch eine Durchreiche. Also hier konnte man da durchreichen und da durchreichen. Nicht mehr viel von der Küche vorhanden. Kuckuck. Wo ist er? Na, Kuckuck. Interessant, oder? Da eine Durchreiche, hier drüben auch noch eine. Ne? Hauptsache überall durchreichen. Normale Küche, du kannst links essen, kannst du rechts essen. Ja. Aber vielleicht waren das auch zwei Esszimmer.
Ja. Mal gucken, was hier drüben ist. Das Bad in den ekelhaften Fliesen. Oh, scheußlich. Scheußlich. Ja, da noch ein. Na gut, hier gibt es doch nicht so viel zu sehen, wie ich gehofft und erwartet habe. Nein, Bitte? relativ klein. Vielleicht war das war bestimmt bloß eine Wohnung. Ja, es kann sein. Oder ein Badezimmer. Aber du hast ja ein Stockwerk tiefer, sind ja auch die Wohnungen, wo wir ja vorhin waren. Ja. Also das sind hundertprozentig die Wohnungen dieser Mitarbeiter gewesen hier. Und das, wo wir jetzt hingehen, war dann quasi das Erholungsheim. So, wir gehen rüber. Also, ja, rüber in das andere Gebäude, gucken mal da. Da hole ich euch dann wieder mit dazu. Dann schauen wir mal hier drüben in das Gebäude. Aber das dürfte jetzt theoretisch dann nicht mehr wirklich viel sein. Vorsicht, da stecken noch die Glasscherben drin. Ne? Und welche Bücher rumliegen. Das wird jetzt so der Roman zur TV-Serie. Mhm. Na gut. Ja, auch wieder alles. Ja, das ist schade. Ich habe, wie gesagt, Bilder gesehen, wo noch hätte was stehen können. Wo noch hätte was stehen können. Das wäre natürlich echt geil gewesen. Hätte ich mich voll gefreut. Das hätte ich wirklich gern gesehen. Jetzt mal gucken. Das hätte ich gern gesehen. Aber ja, da ja hier alles rausgefeuert wurde, wird es das wohl leider nicht mehr geben. Was haben wir denn hier? Da ist nochmal der. Das Gebäude haben wir gerade gemacht. Jetzt gucken wir mal hier noch, aber nicht mehr alles. Da laufe ich jetzt nicht mehr jedes Stockwerk durch. Gucken jetzt mal hier noch unten und gehen noch eins hoch. Sollte sich hier und im Stockwerk drüber vielleicht doch noch das ein oder andere ergeben. Hier gibt es einen Keller. Na, den nehmen wir jetzt noch mal mit. Mal gucken, wo der hingeht. Wie gesagt, sollte sich was ergeben. Ach so, hier, guck mal, ja. Ha, hier waren wir vorhin. Gut, können wir wieder hochgehen. Dann gehen wir jetzt ein Stockwerk höher. Und zwar da lang. Doch, wie gesagt, sollte sich jetzt hier doch noch was ergeben. Etwas, was ja, noch nach was aussieht. Gehe ich vielleicht noch ein Stockwerk weiter. Kleines Zimmer, wirklich kleines Zimmer. Nur ein Schrank, das Bad und das Bett. Und dann war es hier schon durch. Und ein Balkon. Also wirklich, wirklich nicht viel. Aber das ist so ein kleiner Abstellraum. Ja, kein Zutritt. Das ist ein größeres Zimmer. Da steht zumindest noch der Teil von dem Sessel drin. Und dann wieder die Terrasse. Ja, die Terrasse haben wir jetzt durchgehend. Das ist dann hier und in jedem Stockwerk ein und dasselbe. Ich glaube auch,
dass die Zimmer ein und dasselbe sind. Gibt es da noch was? Auch nicht, ne? Na gut, dann gehe ich jetzt hier nicht mehr in jedes Zimmer rein. Wir gucken mal, ob sich so auf den einen oder anderen Blick doch noch was ergibt. Hier könnte, was haben wir hier noch stehen? Ein Sessel. Mein Gott. Schade. Sehr schade. Die Bilder, die ich gesehen habe, sind mit Sicherheit schon hundealt. Das wird noch. Hast du jetzt mich gemeint? Haben wir hier noch einen Vorhang drin? Oder? Nee, auch nicht. Und noch ein Sessel. Oh, noch mehrere Sessel. Und das war der Langeweile-Sessel. Das war der Langeweile-Sessel. Aber man kennt's ja. Man kennt's ja. Ja, dann schauen wir doch mal hier noch rein. Bett und auch noch Sessel. Mich wundert es ja, dass sie doch noch nicht alles rausgefeuert haben. Zwar relativ viel. Aber anscheinend nicht alles. Sag mal, das sind doch. Ist das nicht. Ist das nicht von Spritzen? Die Ja, Abdeckung, ne? vorne die Abdeckung? Oder täusche ich mich? Hier liegen auch noch so. Vielleicht nicht gerade das Rote. Auch nicht das hier. Das hier. Oder war das nicht von Spritzen? Vielleicht war es auch nicht von Spritzen. Vielleicht irre ich mich einfach. Wir sind ja. Irren ist menschlich. Ja, nun gut, ist alles ein und dasselbe. Hier war vorne. Ich gehe jetzt trotzdem ein. Warten, bis meine Frau wieder kommt. So, also wir gehen jetzt doch noch einen hoch. Das ist jetzt auch wirklich der letzte. Gucken wir mal, ob jetzt hier noch irgendwas zu sehen ist. Ja, wie ich schon gesagt habe, auf jedem Stockwerk jetzt das gleiche mit diesem Balkon. Der ist einmal durchgehend. Wir gucken mal, ob jetzt hier noch irgendwo was ist, was man sieht beim Durchlaufen gleich. Naja, hier steht wohl ein größeres Bett drin, zumindest der Rahmen davon. Die Nachtkästchen. Hier hat es auch gebrannt. Hat auch wieder jemand Langeweile? Soll ich auf Seite gehen? Auch hier wieder die Dusche. Ja, gibt leider weniger zu sehen.
wie ich erhofft habe. Ja, hier überall Unterlagen liegen. Weil wissen wir irgendwie Gebrauchsanweisungen zum Arsch-abwischen ist. Anscheinend hat man dafür auch eine Gebrauchsanweisung gebraucht hier. Aber ja, wissen wir, es ist in solchen Betrieben. Für alles muss es eine Anweisung geben und für alles muss es ja was Schriftliches geben, damit wenn doch mal irgendeiner Scheiße baut, dass man ihm das gleich vorwerfen kann. Weil es stand ja niedergeschrieben, aber soll nicht unser Problem sein. Wir verschwinden jetzt von hier. Leider noch nicht mehr das Erhoffte. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt noch lohnt, noch ein Stockwerk höher zu gehen. Haben jetzt soweit hier das Gröbste gesehen. Hier waren jetzt aber größere Betten. Ja, habe ich gesehen, waren Doppelbetten. Ja. Na, vielleicht konnte dann Mann und Frau oder also Ehepartner oder Geliebte. Nein, anderen. Ja. So. Nun gut, wir sind raus. Wir verschwinden von hier. Wir melden uns nochmal auf dem Weg nach unten zum Auto. Bis gleich. Wir sind raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt leider nicht mehr so viel zu sehen in Nee, dem Ding. war alles leer. Der Pool war ganz cool. Ja, dann noch so die ein oder anderen Schränke und die Bettgestelle. Ansonsten war es ja dem Vandalismus überlassen. Ja. Leider. Ja, aber so ist das. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Bis dahin. Ciao. Ciao.